In einem neuen Dev-Blog hat uns Entwickler Epo neue Details zum spannenden Comeback der Empire Earth-Serie verraten. Daher beschäftigen wir uns heute vor allem mit dem Mauerbau, aber auch den ersten Tests mit Late-Game-Robotern in Empire Eternal. Diese Empire Eternal News werden euch von Instant Gaming präsentiert, die auch diese Woche wieder ein Knaller RTS für euch im Angebot haben. Denn für gerade mal 5 € könnt ihr euch die HD-Remaster-Version von Praetorians mitnehmen, welche euch spannende Echtzeitkämpfe im Römischen Reich führen lässt. Alle, die mit altertümlichen Schlachten und deren damaligen Taktiken etwas anfangen können, dürfen hier gerne mal reinschauen. Und alle anderen, die gerne ein RTS von der Steinzeit bis hin in die nahe Roboter- und Cyborg-Zukunft möchten, bleiben jetzt dran. Mit der Ankündigung von Empire Eternal ist Epo Games ein Geniestreich gelungen. Denn das brachliegende Empire Earth-Franchise hat bis heute eine große Community und unzählige Fans, was man auch gut daran erkennen kann, dass die alten Teile nach wie vor durch die Community mit Patches und Content gepflegt werden. Bereits vor wenigen Wochen habe ich euch den Titel genauer vorgestellt, weswegen ihr das unbedingt gesehen haben solltet, damit wir heute eine Nummer tiefer in die Materie einsteigen können. Link daher oben im i und so. Mauern spielten in der Geschichte der Menschheit, vor allem in der Verteidigung, schon immer eine wichtige Rolle. Waren diese in den frühen Zeitaltern oft noch sehr rudimentär mit Holzbalken in den Boden gehauen, entwickelten sich so im Mittelalter ganze Festungen aus Stein, welche für die Angreifer meist uneinnehmbar waren, während dessen Bedeutung in der Neuzeit durch modernere Waffen wieder deutlich in den Hintergrund rückte. Das gleiche Konzept verfolgt so gewissermaßen auch Empire Eternal. Während ihr also bereits in der Steinzeit erste frühe Mauern bauen könnt, um euch effektiv gegen Angreifer oder wilde Tiere zu schützen, verlieren diese irgendwo in den 2 Weltkriegen nach und nach leicht an Bedeutung, beziehungsweise werden später sogar durch Laserzäune, Kraftfelder und ähnliches ersetzt, dienen dann aber auch einem anderen Zweck. Dass ihr später dann noch Anreize findet, Mauern zu bauen, sollen die Karten so angelegt sein, dass ihr zum Beispiel schmale Pfade oder eben Engstellen vorfindet, wo sich so eine Mauer dann anbietet. Dabei bleibt es aber nicht. Denn zusätzlich sollt ihr im Spiel eure Mauern dann auch mit Leitern, Toren und Türmen aufrüsten können und diese dann natürlich auch mit Bogenschützen bemannen, welche dann dementsprechend weiter schießen können und zudem besser gedeckt sind. Empire Eternal scheint sogar so weit zu gehen, dass Pfeile und Schwerter gar keinen Schaden gegen Mauern ausrichten können. So müsst ihr euch also im Zweifel so weit entwickelt haben, um Belagerungseinheiten wie Ramböcke, Katapulte oder ganz klassisch Trebuchets bauen zu können. Sich einzumauern kann also das taktische Mittel eurer Wahl sein, verschlingt aber natürlich auch unzählige Ressourcen, die aktivere bzw. aggressivere Spieler lieber in andere Dinge wie in die eigene Truppenproduktion pumpen. Da sich Mauern in jeder Epoche ändern, gibt es mittlerweile auch ein frühes Beispiel für einen Schützenstreifen mit Stacheldraht aus dem Ersten Weltkrieg. Um noch kurz beim Weltkriegssetting zu bleiben, es soll dann auch Drachenzähne geben, welche motorisierte Einheiten und vor allem Panzer aufhalten. Abseits davon wurde erstes Test-Footage von Mechs veröffentlicht. Da ich es immer wieder in den Kommentaren lese, das ist generell alles kein fertiges Material und hat weder ein Color Grading noch eine Kantenglättung gesehen, wird also im fertigen Spiel deutlich anders und vor allem besser aussehen. Das bedeutet natürlich auch, dass Empire Eternal noch einen weiten Weg vor sich hat. Der Ansatz und die Ambitionen passen aber, weswegen ihr den Titel definitiv im Auge behalten solltet. In diesem Sinne, sobald es Neues gibt, werde ich wieder berichten, also gerne ein Abo dalassen, damit euch diese News dann auch erreichen können. Und bis zum nächsten Mal.